Schlafeinleitung. Leg dich bequem hin, zieh dir die Decke bis über die Schultern und lass den Tag hinter dir. All die kleinen Sorgen, die Nachrichten, die ungelesenen Nachrichten auf deinem Telefon, nichts davon braucht dich jetzt gerade. Dieser Moment gehört nur dir. Stell dir vor, du liegst draußen, irgendwo weit weg von der Stadt, auf einer weichen Wiese. Über dir erstreckt sich der Nachthimmel und er ist so klar wie seit Wochen nicht. Die Sterne leuchten in einem kalten, stillen Licht. Und du kannst die Milchstraße sehen, dieses blasse Band, das sich von einem Horizont zum anderen zieht. Die Luft ist kühl, aber nicht unangenehm. Sie riecht nach Erde und nach Gras. Und irgendwo in der Ferne rauscht ein Bach. Ein sanfter Wind streicht durch die Baumkronen am Rand der Lichtung, und die Blätter flüstern leise, als würden sie einander Geschichten erzählen. Genau das wollen wir heute Abend auch tun. Geschichten erzählen. Nicht irgendwelche Geschichten, sondern eine ganz besondere. Eine Geschichte über uns, über die Menschheit, darüber, wer wir sind, woher wir kommen und vor allem über jene, die vor uns da waren und die neben uns gelebt haben. Manchmal nur einen Hügelkamm entfernt, manchmal auf der anderen Seite eines Ozeans, manchmal so nah, dass sie einander in die Augen schauen konnten. Denn weißt du was? Wir waren nicht immer allein auf dieser Welt. Tatsächlich haben wir die Erde einmal mit mindestens 8 anderen Menschenarten geteilt. 8. Nicht Affen oder Vorfahren mit krummen Rücken, sondern Menschen. Aufrecht gehende, werkzeugbenutzende, feuerbeherrschende Wesen, die liebten und trauerten und ihre Toten bestatteten. Und dann, in einem kosmischen Wimpernschlag, waren sie alle verschwunden. Alle bis auf uns. Wie ist das passiert? Wer waren diese anderen Menschen? Und warum sind wir die Einzigen, die übrig geblieben sind? Mach die Augen zu, atme tief ein und aus und lass uns gemeinsam auf eine Reise gehen, zurück in die Tiefe der Zeit, an Orte, die längst vergessen sind, zu Menschen, die längst zu Staub zerfallen sind, aber deren Spuren noch immer in uns nachhallen. Teil 1. Wir waren nie allein. Homo erectus, der große Pionier. Um zu verstehen, warum wir heute allein sind, müssen wir erst verstehen, wie voll es einmal auf diesem Planeten war. Nicht voll im Sinne von überfüllt. Die Erde hatte damals nur einen winzigen Bruchteil der heutigen Bevölkerung. Aber voll im Sinne von Vielfalt. Verschiedene Menschenarten, verstreut über verschiedene Kontinente, angepasst an verschiedene Lebensräume, jede mit ihrer eigenen Art zu jagen, zu kommunizieren, zu überleben. Wir neigen dazu, uns die Geschichte der Menschheit als eine gerade Linie vorzustellen. Ein einzelner Faden, der von den Affen über die Vormenschen zu uns führt, aufsteigend, immer besser, immer klüger. Aber das ist falsch. Die Wahrheit ist chaotischer, überraschender und viel, viel interessanter. Die Geschichte der Menschheit gleicht eher einem dichten Buschwerk als einem geraden Stamm. Ein Gewirr von Linien, die sich trennen und wieder vereinen, die in Sackgassen enden oder sich in unerwartete Richtungen verzweigen. Und in den letzten 2 Jahrzehnten haben Entdeckungen in Höhlen, auf Inseln und in Laboren, in denen uralte DNA entschlüsselt wird, dieses Buschwerk dichter und verworrener gemacht als je zuvor. Wenn wir also die Uhr zurückdrehen, sagen wir auf vor 100.000 Jahren, dann lebten auf der Erde gleichzeitig mindestens 6, möglicherweise 7 oder 8 verschiedene Menschenarten. Homo sapiens in Afrika, gerade erst dabei, sich über den Kontinent hinaus auszubreiten. Neandertaler in Europa und Westasien. Denisova-Menschen in den Weiten Zentralasiens und Sibiriens. Homo erectus auf Java, der letzte einer fast 2 Millionen Jahre alten Linie. Homo floresiensis auf der Insel Flores. Möglicherweise Homo luzonensis auf den Philippinen und Homo naledi in Südafrika,
mit seinem verblüffend kleinen Gehirn und seinem rätselhaften Verhalten. Dazu kommen noch unbekannte Populationen, deren genetische Spuren wir in unserem Erbgut finden, deren Knochen wir aber noch nicht entdeckt haben. Es war eine volle Welt. Eine Welt, in der das Menschsein nicht eine einzige Geschichte hatte, sondern viele gleichzeitige Geschichten, die sich manchmal kreuzten und manchmal für immer getrennt blieben. Geschichten, die in verschiedenen Sprachen erzählt wurden, oder vielleicht in keiner Sprache, sondern in Gesten, in Blicken, in geteiltem Schweigen um ein Feuer herum. Und wenn wir über diese Vielfalt sprechen, müssen wir mit dem Ältesten beginnen, dem Ausdauerndsten, dem Unverwüstlichsten, Homo erectus. Homo erectus, der aufrechte Mensch, tauchte vor etwa 1,9 Millionen Jahren in Afrika auf. Stell dir das einmal vor. 1,9 Millionen Jahre. Um das in Perspektive zu setzen: Unsere eigene Art Homo sapiens existiert seit ungefähr 300.000 Jahren. Homo erectus hat also fast 6-mal so lange durchgehalten wie wir bisher. Was machte ihn so besonders? Zunächst einmal war er der erste Mensch, der wirklich so aussah wie wir, zumindest von der Taille abwärts. Er hatte längere Beine und kürzere Arme als seine Vorgänger, was bedeutete, dass er voll aufrecht ging und lange Strecken zurücklegen konnte. Sein Gehirn war mit durchschnittlich etwa 900 Kubikzentimetern deutlich größer als das seiner Vorfahren, auch wenn es noch kleiner war als unseres mit rund 1350 Kubikzentimetern. Aber dieses Gehirn reichte aus, um etwas zu tun, was vor ihm keine Menschenart geschafft hatte. Homo erectus verließ Afrika. Er war der erste große Pionier, der erste Auswanderer unserer Gattung. Und er ging nicht nur ein paar Kilometer weiter. Er breitete sich über den gesamten eurasischen Kontinent aus, in einer Wanderung, die sich über Hunderttausende von Jahren erstreckte und die das Gesicht der Welt verändern sollte. Fossilien von Homo erectus wurden in Georgien gefunden, in China, in Indien und auf der indonesischen Insel Java. Im georgischen Dmanisi, einer mittelalterlichen Stadt auf einem Felsplateau über dem Zusammenfluss zweier Flüsse, entdeckten Archäologen in den 1990er Jahren 5 Schädel von Homo erectus, die etwa 1,8 Millionen Jahre alt sind. Die ältesten Überreste einer Menschenart außerhalb Afrikas. Diese Schädel waren kleiner und primitiver als spätere Funde, was darauf hindeutet, dass Homo erectus Afrika möglicherweise verließ, noch bevor er die vollen Proportionen entwickelt hatte, die wir mit ihm assoziieren. Er musste nicht perfekt sein, um aufzubrechen. Der Drang zur Wanderung war stärker als die Notwendigkeit zur Perfektion. Die berühmten Funde des sogenannten Java-Menschen, die der niederländische Forscher Eugène Dubois in den 1890er Jahren in Trinil entdeckte, gehören zu den allerersten Fossilien von Frühmenschen, die jemals ausgegraben wurden. Und der Peking-Mensch in den 1920er und 1930er Jahren in einer Höhle nahe Peking geborgen, lieferte Beweise dafür, dass Homo erectus nicht nur wanderte, sondern sich auch dauerhaft in neuen Lebensräumen einrichtete. Und er brachte Werkzeuge mit. Homo erectus stellte die sogenannten Faustkeile her, tropfenförmige, beidseitig bearbeitete Steinwerkzeuge, die als eine Art Universalmesser dienten. Mit ihnen konnte man Fleisch schneiden, Knochen aufbrechen, Holz bearbeiten, Wurzeln ausgraben. Es waren keine groben Klumpen, sondern sorgfältig geschlagene Geräte mit einer symmetrischen Form, die eine gewisse Vorstellungskraft und Planung voraussetzten. Und dann war da das Feuer. Es gibt Hinweise darauf, dass Homo erectus vor etwa 790.000 Jahren bereits Feuerstellen nutzte. Am Fundort Gesher Beno Yaakov in Israel fanden Archäologen verbrannte Holzreste und durch Hitze veränderte Werkzeuge aus dieser Zeit. Feuer bedeutete Wärme in kalten Nächten. Es bedeutete Schutz vor Raubtieren. Es bedeutete die Möglichkeit, Nahrung zu kochen, was die Kalorienaufnahme verbesserte und das Wachstum größerer Gehirne förderte.
Feuer war in gewisser Weise die Technologie, die alles veränderte. Homo erectus war auch der erste Mensch, der die Erde wirklich formte und nicht nur von ihr geformt wurde. An verschiedenen Fundstellen in Afrika und Asien fanden Archäologen Hinweise darauf, dass Homo erectus möglicherweise einfache Unterkünfte baute, Windschutzwände aus Ästen und Steinen, die Schutz vor den Elementen boten. In Olduvai-Gorge in Tansania, einer der berühmtesten Ausgrabungsstätten der Welt, fanden Forscher kreisförmige Ansammlungen von Steinen, die möglicherweise die Basis solcher Konstruktionen bildeten. Es waren keine Häuser im modernen Sinne, natürlich nicht. Aber sie zeigten, dass Homo erectus seine Umgebung bewusst veränderte, um sein Überleben zu sichern. Und dann ist da die Frage der Sprache. Konnte Homo erectus sprechen? Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber sein Kehlkopf war tiefer positioniert als bei früheren Menschenarten, was darauf hindeutet, dass er eine breitere Palette von Lauten erzeugen konnte. Ob das bereits Sprache im eigentlichen Sinne war, mit Grammatik, mit abstrakten Begriffen, mit der Fähigkeit, über Vergangenheit und Zukunft zu reden, ist umstritten. Aber irgendeine Form der Kommunikation muss es gegeben haben. Man koordiniert keine Großwildjagd in Stille. Man gibt keine komplexen Werkzeugtechniken weiter, ohne irgendetwas zu erklären. Stell dir eine Gruppe von Homo erectus vor. Irgendwo in der offenen Savanne Ostafrikas vor 1 Million Jahren. Der Abend bricht herein. Ein paar von ihnen haben den Tag damit verbracht, einer Antilopenherde zu folgen, geduldig, über Stunden, bis eines der Tiere vor Erschöpfung langsamer wurde. Andere haben Wurzeln und Knollen gesammelt, Steinwerkzeuge geschärft, nach essbaren Beeren gesucht. Jetzt sitzen sie um eine Feuerstelle, deren Flammen orange in die Dämmerung flackern. Kinder spielen in der Nähe. Jemand dreht ein Stück Fleisch über den Kohlen. Die Hyänen in der Ferne werden sich heute Nacht nicht nähern. Das Feuer hält sie auf Abstand. Es ist ein Bild, das uns erstaunlich vertraut vorkommt. Und das sollte es auch, denn Homo erectus war in vielerlei Hinsicht der Prototyp dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Aber auch die stärksten Arten können nicht ewig bestehen. Auf dem afrikanischen Festland und in den meisten Teilen Eurasiens verschwand Homo erectus vor etwa 500.000 Jahren, verdrängt oder abgelöst durch neuere Menschenarten, die sich aus seinen Nachfahren entwickelt hatten. Doch eine Population hielt sich viel, viel länger. Auf Java. Dort, auf dieser tropischen Insel im heutigen Indonesien, überlebte Homo erectus in einer Art letztem Refugium. In den 1930er Jahren stießen niederländische Geologen bei Ngandong am Solofluss in Zentraljava auf einen außergewöhnlichen Fund, 12 Schädel und 2 Beinknochen von Homo erectus. Jahrzehntelang war unklar, wie alt diese Fossilien wirklich waren. Verschiedene Datierungsversuche lieferten widersprüchliche Ergebnisse, die von 27.000 bis 550.000 Jahren reichten. Dann im Jahr 2019 gelang es einem internationalen Forscherteam unter der Leitung von Russell Tsjochen von der University of Iowa, das Rätsel zu lösen. Mit einer Kombination aus verschiedenen Datierungsmethoden bestimmten sie das Alter der Fossilien auf 117.000 bis 108.000 Jahre. Die letzten bekannten Homo erectus-Individuen auf der Erde lebten also zu einer Zeit, als in Afrika bereits unsere eigene Art Homo sapiens existierte. In Europa entwickelten sich die Neandertaler. Und irgendwo in Asien streiften die geheimnisvollen Denisova-Menschen umher. Aber Homo erectus auf Java bekam von all dem nichts mit. Seine Welt war die offene Waldlandschaft entlang des Soloflusses, eine Umgebung ähnlich der afrikanischen Savanne, in der seine Vorfahren aufgewachsen waren. Dort jagte er Hirsche und die Vorfahren der heutigen Wasserbüffel. Dort lebte er seit fast 1,5 Millionen Jahren. Doch dann änderte sich das Klima.
Vor etwa 120.000 bis 130.000 Jahren wurde es auf Java feuchter und wärmer. Die offenen Wälder wichen tropischem Regenwald. Die vertrauten Tierarten verschwanden. Und Homo erectus, der große Pionier, der fast 2 Millionen Jahre lang auf der Erde gewandert war, konnte sich nicht anpassen. Die Fossilien aus Ngandong stellen nach heutigem Wissensstand sein letztes Kapitel dar. Es ist schwer, sich nicht von dieser Geschichte berühren zu lassen. Fast 2 Millionen Jahre Überlebenskunst, ausgelöscht durch eine Veränderung der Vegetation. Es zeigt uns, wie empfindlich selbst die erfolgreichsten Lebensformen auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren können. Und es zeigt uns, dass Langlebigkeit keine Garantie für Unsterblichkeit ist. Teil 2: Die Vettern aus der Kälte. Neandertaler, Denisova-Menschen und Homo heidelbergensis. Während Homo erectus auf Java seinen letzten Sonnenuntergang erlebte, hatte sich die Menschheit an anderen Orten längst weiterentwickelt. Und zwar in eine Richtung, die uns noch näher steht, als der aufrechte Mensch es je war. Um das zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen, etwa 600.000 Jahre, in eine Zeit, die Wissenschaftler gerne als das Durcheinander in der Mitte bezeichnen. Denn zwischen dem gut erforschten Homo erectus und den später gut bekannten Neandertalern und modernen Menschen klafft eine Phase der menschlichen Evolution, die bis heute Rätsel aufgibt. In dieser Phase tritt eine Menschenart auf die Bühne, die viele Forscher als Homo heidelbergensis kennen. Benannt nach einem massiven Unterkiefer, der 1907 in einer Sandgrube bei Mauer südöstlich von Heidelberg in Deutschland gefunden wurde, gilt Homo heidelbergensis als eine Art Bindeglied, ein Übergangsmensch zwischen dem älteren Homo erectus und den späteren Menschenarten. Homo heidelbergensis hatte ein Gehirn von durchschnittlich etwa 1250 Kubikzentimetern. Deutlich größer als Homo erectus und bereits nahe an unserem. Er war groß, etwa 1,80 Meter, kräftig gebaut, mit mächtigen Überaugenwülsten und einem breiten Gesicht. Er lebt in Afrika und in Europa, und es gibt Hinweise darauf, dass er Feuerstellen baute, große Tiere jagte und vermutlich auch hölzerne Speere verwendete. Am Fundort Schöningen in Niedersachsen wurden Holzspeere entdeckt, die etwa 300.000 Jahre alt sind und wahrscheinlich von Homo heidelbergensis oder einer eng verwandten Population stammen. Diese Speere waren keine rohen Stangen. Sie waren sorgfältig geschnitzt, mit dem Schwerpunkt an der richtigen Stelle für den Wurf, genauso wie ein moderner Wurfspeer. Wer immer sie herstellte, verstand die Physik des Werfens, auch wenn er sie natürlich nicht so nannte. In der Cima de los Huesos, der Grube der Knochen, in Atapuerca im Norden Spaniens wurde die größte Sammlung fossiler Menschenknochen aus dem Mittelpleistozän gefunden. Über 6.500 Fragmente von mindestens 28 Individuen, etwa 430.000 Jahre alt. Diese Menschen standen am Übergang zwischen Homo heidelbergensis und den Neandertalern, und ihre Knochen erzählen eine bemerkenswerte Geschichte. Sie befanden sich am Fuß eines 13 Meter tiefen Schachts, in den die Leichen möglicherweise absichtlich hinabgeworfen worden waren. Wenn das stimmt, wäre es einer der frühesten Hinweise auf bewussten Umgang mit Toten in der gesamten Menschheitsgeschichte. Mehr als 400.000 Jahre bevor die ägyptischen Pharaonen ihre Pyramiden bauten. Aber das Wichtigste an Homo heidelbergensis ist nicht, was er selbst tat, sondern was aus ihm wurde. Denn nach heutigem Verständnis spaltete sich seine Linie vor etwa 500.000 bis 600.000 Jahren in mindestens 3 Richtungen auf. Die europäische Linie entwickelte sich zu den Neandertalern. Eine asiatische Linie wurde zu den Denisova-Menschen. Und die afrikanische Linie, ja, du hast es erraten, wurde schließlich zu uns, zu Homo sapiens. Beginnen wir mit den Neandertalern, denn sie sind die am besten erforschten unserer ausgestorbenen Verwandten. Und sie verdienen es, dass wir ihr Bild gerade rücken.
Vergiss alles, was du jemals über den tumben, keulenschwingenden Höhlenmenschen gehört hast. Die Neandertaler waren alles andere als primitiv. Sie lebten von vor etwa 400.000 Jahren bis vor ungefähr 40.000 Jahren in Europa und Westasien. Und in dieser langen Zeitspanne entwickelten sie eine Kultur, die uns in mancherlei Hinsicht den Atem verschlägt. Neandertaler stellten ausgefeilte Steinwerkzeuge her, die sogenannte Musterienkultur, mit sorgfältig bearbeiteten Schabern, Spitzen und Klingen. Sie jagten Mammuts, Wollnashörner, Bisons und Rentiere, gewaltige gefährliche Tiere, denen man nur in gut koordinierten Gruppen begegnen konnte. Sie verarbeiteten Tierhäute zu einer Art Leder und verwendeten Birkenpech als Klebstoff, ein Material, das einen komplexen Herstellungsprozess erfordert. Und sie hatten ein Innenleben. Neandertaler bestatteten ihre Toten, manchmal mit Grabbeigaben. Im irakischen Shanidar-Höhlenkomplex fanden Archäologen Neandertaler-Bestattungen, bei denen Blütenpollen in der Umgebung der Skelette lagen, ein möglicher Hinweis darauf, dass die Toten mit Blumen bestattet wurden, auch wenn diese Interpretation umstritten ist. Was nicht umstritten ist: Neandertaler kümmerten sich um ihre Kranken und Verletzten. Es gibt Skelette von Individuen, die schwere Behinderungen hatten, fehlende Arme, schwere Arthritis, Blindheit auf einem Auge und dennoch jahrelang überlebten. Das geht nur, wenn andere sich um sie kümmern. Wenn eine Gemeinschaft existiert, die sich nicht nur durch Stärke, sondern auch durch Fürsorge definiert. Neandertaler waren perfekt an die Kälte angepasst. Ihre kurzen, gedrungenen Körper minimierten den Wärmeverlust. Ihre breiten Nasen erwärmten und befeuchteten die eisige Luft, bevor sie in die Lungen strömte. Ihre Muskelmasse war beeindruckend. Ein Neandertaler hätte einen modernen Olympioniken im Armdrücken vermutlich ohne große Mühe besiegt. Aber es gab noch mehr. Im Jahr 2018 entdeckten Forscher in spanischen Höhlen Wandmalereien, die über 65.000 Jahre alt waren. Zu einer Zeit, als nur Neandertaler in Europa lebten. Rote Handabdrücke, geometrische Formen, Linien und Punkte, aufgetragen mit Ocker auf die kalten Felswände. Die Neandertaler waren also nicht nur Jäger und Werkzeugmacher, sondern auch Künstler. Sie schmückten sich mit Federn und Adlerkrallen, durchbohrten Muscheln und trugen sie als Anhänger, und sie sammelten Pigmente, die sie möglicherweise zur Körperbemalung verwendeten. In Gibraltar an der Südspitze der Iberischen Halbinsel fanden Archäologen in der Gorham-Höhle ein in den Fels geritztes Kreuzmuster, das von Neandertalern stammt. Es ist keine Malerei eines Tieres oder einer menschlichen Figur. Aber es ist ein bewusstes, abstraktes Symbol, in den Stein geritzt mit einem Werkzeug, das mehrfach über die gleiche Stelle geführt werden musste. Das erfordert Absicht, Geduld und ein gewisses Maß an symbolischem Denken. All das lässt uns fragen: Hatten Neandertaler eine Sprache? Viele Forscher glauben heute, dass die Antwort ja lautet. Genetische Analysen zeigten, dass Neandertaler das sogenannte FOXP2-Gen besaßen, das bei modernen Menschen mit der Sprachfähigkeit in Verbindung gebracht wird. Ihr Gehörapparat war auf dieselben Frequenzen eingestellt wie unserer, die Frequenzen der menschlichen Sprache. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Wesen, das seine Toten bestattete, abstrakte Symbole schuf und komplexe Jagdstrategien koordinierte, all das in völligem Schweigen tat. Und dann sind da die Denisova-Menschen. Sie sind vielleicht die geheimnisvollste aller ausgestorbenen Menschenarten, denn wir wissen erstaunlich wenig über ihr Aussehen oder ihre Lebensweise, aber erstaunlich viel über ihre Gene. Die Geschichte beginnt im Jahr 2008 in der Denisova-Höhle im Altaigebirge in Sibirien, nahe der russischen Grenze zu China und der Mongolei. Dort fanden Archäologen einen winzigen Knochen, die Spitze eines kleinen Fingers, vermutlich von einem jungen Mädchen. Zunächst dachte man, es handele sich um einen Neandertaler.
Doch als Wissenschaftler um den Genetiker Svante Pääbo am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig die DNA aus dem Knochen extrahierten und analysierten, erlebten sie eine Überraschung. Diese DNA gehörte weder zu einem Neandertaler noch zu einem modernen Menschen. Sie gehörte zu einer völlig unbekannten Menschenart. Praktisch über Nacht hatte ein winziges Knochenstückchen den menschlichen Stammbaum um einen ganzen Ast erweitert. Die neue Art wurde nach ihrem Fundort benannt: Denisova-Mensch. In den folgenden Jahren fanden Forscher weitere Fossilien, ein paar Zähne, ein Stück Schädeldach, in derselben Höhle. Aber das vielleicht aufregendste Fossil kam von einem ganz anderen Ort. In der Baishia-Karsthöhle auf dem tibetischen Plateau. In einer Höhe von über 3000 Metern wurde ein Unterkiefer gefunden, der durch Proteinanalyse als Denisova-Mensch identifiziert wurde. Das bedeutet, dass diese Menschenart in extremen Höhenlagen lebte, in einer Umgebung mit wenig Sauerstoff und bitterer Kälte, Bedingungen, die man zuvor nur Homo sapiens zugetraut hatte. Und dann gab es eine weitere Sensation. Im Jahr 2025 bestätigten Forscher durch mitochondriale DNA- und Proteinanalysen, dass der berühmte Harbin-Schädel, ein massiver, gut erhaltener Schädel, der 2018 im Nordosten Chinas beschrieben worden war, tatsächlich einem Denisova-Menschen gehörte. Damit hatten Wissenschaftler zum ersten Mal ein annähernd vollständiges Bild vom Gesicht dieser rätselhaften Art. Der Schädel war lang und niedrig, mit gewaltigen Überaugenwülsten, breiten Augenhöhlen und einem großen Mund. Das Gehirn war genauso groß wie unseres. Aber das Gesicht war eigenartig flach, anders als bei den Neandertalern, fast modern wirkend in manchen Zügen. Und was die Denisova-Menschen wirklich außergewöhnlich macht, ist ihre genetische Spur in uns lebenden Menschen. Studien zeigen, dass Bevölkerungsgruppen in Melanesien, also Papua-Neuguinea und die umliegenden Inseln, zwischen 4 und 6% Denisova-DNA in ihrem Erbgut tragen. Auch Aborigines in Australien, Polynesier und die philippinischen Eta weisen signifikante Denisova-Anteile auf. Eine besonders bemerkenswerte genetische Erbschaft ist ein Gen namens EPAS1, das den heutigen Tibetern hilft, in großen Höhen mit weniger Sauerstoff auszukommen. Dieses Gen stammt von den Denisova-Menschen, die offenbar vor Zehntausenden von Jahren auf dem tibetischen Plateau lebten und sich an die extreme Höhe anpassten. Aber die Geschichte der Denisova-Menschen wird noch faszinierender, wenn man sich anschaut, wie vielfältig sie waren. Genetische Analysen moderner Bevölkerungen in Südostasien und Ozeanien deuten darauf hin, dass es nicht nur eine, sondern mindestens 3 verschiedene Denisova-Populationen gab, die sich über einen riesigen geografischen Raum verteilten, vom sibirischen Altaigebirge bis zu den tropischen Inseln Südostasiens. Diese Populationen waren genetisch so unterschiedlich voneinander, dass sie sich möglicherweise unabhängig voneinander entwickelt hatten, über Zehntausende von Jahren hinweg, getrennt durch Gebirge, Wüsten und Ozeane. Es ist, als hätte man nicht eine geheimnisvolle Menschenart entdeckt, sondern gleich eine ganze Familie von Geheimnissen. Etwa 4% des Denisova-Genoms stammen von einer noch unbekannten archaischen Menschenart, die sich vor über 1 Million Jahren von der modernen menschlichen Linie abgespalten hatte. Wir wissen nicht, wer diese Superarchaischen waren. Wir haben keine Fossilien, keine Werkzeuge, nichts als einen genetischen Schatten in der DNA der Denisova-Menschen. Es ist wie ein Geist in einem Geist, die Spur einer Menschenart, die wir nur durch die Gene kennen, die sie in einer anderen, ausgestorbenen Art hinterlassen hat. Und dann ist da die Geschichte von Danny. Im Jahr 2018 enthüllte die Analyse eines Knochenfragments aus der Denisova-Höhle etwas, das kein Forscher erwartet hatte. Der Knochen gehörte einem Mädchen, dessen Mutter Neandertalerin und dessen Vater Denisova-Mensch war. Ein Kind erster Generation, direkt aus der Kreuzung zweier verschiedener Menschenarten hervorgegangen. Danny
so nannten die Wissenschaftler das Mädchen informell, ist der bisher einzige genetisch bestätigte Hybrid erster Generation zwischen zwei ausgestorbenen Menschenarten. Stell dir das vor: zwei verschiedene Menschenarten irgendwo im Altaigebirge vor über 90.000 Jahren, die sich nicht nur begegneten, sondern die miteinander Familien gründeten, Kinder bekamen. Kinder, die Merkmale beider Elternteile in sich trugen. Es ist ein Bild, das unsere Vorstellung von starren Artgrenzen ins Wanken bringt und uns daran erinnert, dass die Geschichte der Menschheit immer auch eine Geschichte der Begegnung war. Teil 3: Die Inselmenschen, Homo floresiensis, Homo luzonensis und Homo naledi. Während Neandertaler und Denisova-Menschen die kalten Weiten Eurasiens durchstreiften, spielte sich in anderen Teilen der Welt eine ganz andere Geschichte ab. Eine Geschichte von Inseln, von Isolation, von Evolution unter extremen Bedingungen und von Menschenarten, die so unerwartet waren, dass ihre Entdeckung die wissenschaftliche Welt in Aufruhr versetzte. Die erste dieser Überraschungen kam im Jahr 2003 von der indonesischen Insel Flores, einer schmalen vulkanischen Landmasse östlich von Java, etwa 500 Kilometer von der nächsten größeren Insel entfernt. In einer riesigen Kalksteinhöhle namens Liang Bua, was in der lokalen Sprache »kühle Höhle« bedeutet, suchte ein australisch-indonesisches Forscherteam eigentlich nach Spuren der frühesten Migration von Homo sapiens nach Australien. Was sie stattdessen fanden, übertraf ihre kühnsten Erwartungen. Tief in den Sedimentschichten der Höhle stießen sie auf ein nahezu vollständiges Skelett eines erwachsenen Menschen. Aber etwas stimmte nicht. Das Skelett war winzig, nur etwa 1,06 Meter groß. Das Gehirn hatte ein Volumen von ungefähr 400 Kubikzentimetern, nicht größer als das eines Schimpansen, nur ein Drittel unserer Gehirngröße. Die Füße waren unverhältnismäßig groß, die Arme lang, die Schultern nach vorne gezogen. Zunächst dachte der Zoologe Rochus du Arve, der die freigelegte Schädeldecke inspizierte, es müsse sich um ein kleines Kind handeln. Doch als mehr vom Schädel freigelegt wurde, zeigte sich, alle Zähne waren bleibende Zähne. Es war ein voll ausgewachsener Erwachsener, eine etwa 30 Jahre alte Frau. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Die Forscher nannten die neue Art Homo floresiensis nach der Insel, auf der sie gefunden wurde. Aber die Welt kannte sie schnell unter einem anderen Namen, der Hobbit. Die Datierung der Funde sorgte anfangs für Verwirrung. Erste Schätzungen deuteten darauf hin, dass Homo floresiensis noch vor 13.000 Jahren gelebt haben könnte, also erst wenige tausend Jahre bevor die ägyptischen Pyramiden gebaut wurden. Spätere, genauere Analysen korrigierten das Alter auf 100.000 bis 60.000 Jahre mit Steinwerkzeugen, die zwischen 190.000 und 50.000 Jahre alt sind. Damit lebte Homo floresiensis zur selben Zeit wie Neandertaler, Denisova-Menschen und die frühesten Homo sapiens. Trotz ihres winzigen Gehirns war diese Art keineswegs hilflos. Homo floresiensis stellte Steinwerkzeuge her, die denen anderer Menschenarten ähnelten. In den Sedimenten der Höhle fanden sich Hunderte von Knochenresten des Zwergstegodons, einer ausgestorbenen Elefantenart, mit deutlichen Schnittspuren, die zeigen, dass Homo floresiensis diese Tiere jagte und zerlegte. Und das auf einer Insel, auf der auch Komodowarane lebten, die größten Echsen der Welt, die selbst für einen ausgewachsenen Menschen eine tödliche Bedrohung darstellen. Wie kam Homo floresiensis nach Flores? Die Insel war nie über Landbrücken mit dem Festland verbunden. Irgendjemand oder irgendetwas musste das offene Meer überquert haben. Ob das absichtlich geschah auf primitiven Flößen oder durch Zufall, etwa durch Treibholz bei einem Tsunami, wissen wir nicht. Aber allein die Tatsache, dass eine Menschenart vor über 1 Million Jahren, so alt sind die ältesten Steinwerkzeuge auf Flores, den Ozean überquerte, stellt viele alte Annahmen auf den Kopf.
Was den kleinen Wuchs angeht, so vermuten die meisten Forscher einen Prozess, den man als Inselverzwergung kennt. Wenn große Tiere auf kleinen Inseln mit begrenzten Ressourcen und ohne große Raubtiere isoliert werden, schrumpfen sie im Laufe vieler Generationen. Das gleiche Phänomen führte auf Flores auch zu Zwergelefanten und gleichzeitig zu riesigen Ratten. Denn während große Tiere auf Inseln kleiner werden, werden kleine Tiere oft größer. Ein faszinierendes Paradox der Evolution, das Biologen als Inselregel bezeichnen. Die Reaktion der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf die Entdeckung von Homo floresiensis war, gelinde gesagt, turbulent. Einige Forscher weigerten sich schlicht zu akzeptieren, dass es sich um eine eigene Art handelte. Sie argumentierten, die Fossilien gehörten modernen Menschen, die an einer Krankheit litten, Mikrozephalie, Down-Syndrom oder einer anderen genetischen Störung, die das Gehirn schrumpfen ließ. Die Debatte wurde hitzig und persönlich. Ein Forscher nahm sogar die Originalknochen ohne Erlaubnis aus dem Labor mit und beschädigte sie dabei. Aber mit jeder weiteren Entdeckung wuchs die Beweislast zugunsten einer eigenen Art. Inzwischen wurden Überreste von mindestens 15 verschiedenen Individuen gefunden, alle mit den gleichen ungewöhnlichen Proportionen. Und als 2016 bei Matamenge auf Flores, etwa 70 Kilometer östlich der Liangbua-Höhle, noch ältere Fossilien entdeckt wurden, die auf ein Alter von 700.000 Jahren datiert werden konnten und die gleichen kleinen Proportionen zeigten, war die Debatte im Wesentlichen entschieden. Homo floresiensis war eine langlebige Linie, keine kranke Einzelperson. Die Frage, ob Homo floresiensis von Homo erectus abstammt, der auf dem nahegelegenen Java lebte, oder von einer noch älteren, kleineren Menschenart aus Afrika, wird bis heute diskutiert. Eine umfassende Studie der Australian National University aus dem Jahr 2017 fand keine Unterstützung für eine Abstammung von Homo erectus. Stattdessen deuteten die Daten darauf hin, dass Homo floresiensis eine Schwesterart von Homo habilis sein könnte, einer der frühesten bekannten Menschenarten, die vor 1,75 Millionen Jahren in Afrika lebte. Auf der Insel Flores kursieren übrigens bis heute Legenden über die Ebugoko, kleine, haarige Höhlenbewohner, deren Beschreibung verblüffend an Homo floresiensis erinnert. Ob diese Geschichten ein Echo einer tatsächlichen Begegnung zwischen modernen Menschen und den Hobbits sind, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Und dann, als wäre der Hobbit nicht Überraschung genug gewesen, kam 2019 die nächste Sensation. Diesmal von den Philippinen. In der Callao-Höhle auf der Insel Luzon im Norden des philippinischen Archipels hatte der Archäologe Armand Mijares bereits 2007 einen einzelnen Fußknochen gefunden und ihn zunächst modernen Menschen zugeordnet. Doch als in den Folgejahren weitere Grabungen 12 zusätzliche Knochen und Zähne ans Licht brachten, wurde klar: Diese Überreste passten zu keiner bekannten Menschenart. Sie wiesen eine eigenartige Mischung aus modernen und extrem altertümlichen Merkmalen auf, die Forscher an die Australopithecinen erinnerten. Jene Vormenschen, die zuletzt vor etwa 2 Millionen Jahren in Afrika gelebt hatten. Im April 2019 gab das Forscherteam um Mijares und den französischen Bioanthropologen Florent Detroit die Entdeckung einer neuen Art bekannt, Homo luzonensis, benannt nach der Insel Luzon. Die Zähne waren klein und vereinfacht, ähnlich wie bei modernen Menschen, aber die Vorbackenzähne waren ungewöhnlich groß, fast wie bei viel älteren Menschenarten. Die Fingerknochen waren gekrümmt, was auf eine gewisse Fähigkeit zum Klettern hindeutet. Und die Zehenknochen erinnerten an die von Australopithecus afarensis, der Art, zu der die berühmte Lucy gehört, die vor über 3 Millionen Jahren in Ostafrika lebte. Wie bei Homo floresiensis stellt sich auch bei Homo luzonensis die Frage, wie kam diese Menschenart auf eine Insel, die nie mit dem Festland verbunden war? Luzon liegt jenseits der sogenannten Huxley-Linie, einer tiefen ozeanischen Trennlinie, die selbst bei den niedrigsten Meeresspiegeln der Eiszeiten nicht trocken fiel.
Irgendjemand überquerte also das offene Meer vor mehr als 50.000 Jahren und möglicherweise schon vor über 700.000 Jahren, wie Steinwerkzeuge und ein zerschnittenes Nashornkadaver in der Nähe nahelegen. Es gibt nur 13 Fossilien von Homo luzonensis, 13 winzige Knochen und Zähne, die von mindestens 2 Erwachsenen und einem Kind stammen. Das ist nicht viel. Und doch reichte es aus, um die Wissenschaft daran zu erinnern, dass Südostasien ein Schmelztiegel menschlicher Vielfalt war, von dem wir bisher nur einen Bruchteil kennen. Denn stell dir das vor: Vor 50.000 Jahren, als unsere Vorfahren gerade erst begonnen hatten, sich über den Globus auszubreiten, gab es allein in Südostasien mindestens 3 verschiedene Menschenarten. Homo erectus auf Java, der letzte seiner Art, klammerte sich an die schwindenden offenen Wälder. Homo floresiensis auf Flores jagte Zwergelefanten in einer Höhle, die von Komodowaranen bewacht wurde. Und Homo luzonensis lebte auf Luzon, einer Insel, die nur über das Meer erreichbar war und von der wir bis vor wenigen Jahren nicht einmal wussten, dass sie jemals von einer Nicht-Sapiens-Menschenart besiedelt worden war. Und wer weiß, welche weiteren Überraschungen auf den unzähligen anderen Inseln dieser Region noch auf ihre Entdeckung warten. Das Bild, das sich abzeichnet, ist eines von bemerkenswerter Vielfalt. Nicht eine einzige, lineare Evolutionslinie, die von den Affen zum modernen Menschen führt, sondern ein wildwuchernder Strauch mit unzähligen Ästen und Verzweigungen, von denen viele Sackgassen waren, aber alle Teil der großen Geschichte des menschlichen Lebens auf der Erde. Und dann wäre da noch Homo naledi, nicht von einer Insel, sondern aus der Tiefe einer südafrikanischen Höhle und mit einem Geheimnis, das vielleicht das faszinierendste von allen ist. Im September 2013 entdeckten die Hobbyerforscher Rick Hunter und Stephen Tucker im Rising Star Höhlensystem in der Wiege der Menschheit bei Johannesburg in Südafrika eine abgelegene, schwer zugängliche Kammer. Um dorthin zu gelangen, musste man sich durch einen Spalt zwängen, der an manchen Stellen nur 20 Zentimeter breit war, und einen vertikalen Schacht von 12 Metern hinabklettern. Dort unten, in absoluter Dunkelheit, 30 Meter unter der Erde, war der Boden übersät mit Knochen. Nicht ein paar Knochen, über 1550 Knochen und Knochenfragmente von mindestens 15 verschiedenen Individuen. Säuglinge, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen, Männer und Frauen. Es war die größte Sammlung einer einzelnen fossilen Menschenart, die jemals in Afrika gefunden wurde. Der Paläoanthropologe Lee Berger, der die Ausgrabung leitete, rekrutierte ein Team von 6 Wissenschaftlerinnen, sie mussten klein genug sein, um durch die engen Durchgänge zu passen, die als Untergrundastronautinnen bekannt wurden. Was sie zutage förderten, war eine neue Menschenart, die 2015 als Homo naledi beschrieben wurde. Der Name bedeutet Stern in der Sotho-Sprache, nach der Rising Star Höhle. Homo naledi war eine verblüffende Mischung aus alt und neu. Sein Gehirn war winzig, nur 465 bis 610 Kubikzentimeter, weniger als halb so groß wie unseres. Seine Schultern und sein Brustkorb erinnerten an die viel älteren Australopithecinen. Aber seine Hände waren geschickt genug, um Werkzeuge herzustellen und zu benutzen, und seine Füße waren fast identisch mit denen moderner Menschen. Das wirklich Erstaunliche an Homo naledi kam 2017, als die Datierung der Fossilien veröffentlicht wurde. Die Knochen waren zwischen 236.000 und 335.000 Jahre alt. Das bedeutet, dass Homo naledi zur gleichen Zeit lebte wie die frühesten Homo sapiens in Afrika. Ein Wesen mit einem Gehirn von der Größe einer Orange teilte den Kontinent mit unseren unmittelbaren Vorfahren. Und wie kamen die Knochen in diese schwer zugängliche Kammer? Es gab keine Anzeichen von Raubtieraktivität, keine Bissspuren, keine Sedimente, die auf eine Überschwemmung hindeuteten. Die Kammer war immer in völliger Dunkelheit gewesen. Berger und sein Team stellten eine kühne Hypothese auf.
Homo naledi bestattete seine Toten absichtlich in dieser Kammer. Sie brachten die Leichname durch die engen Gänge, möglicherweise bei Feuerschein. Es gibt tatsächlich Hinweise auf Ruß an der Höhlendecke und verbrannte Holzkohle und legten sie dort ab. Wenn das stimmt, wäre es ein Verhalten, das man bisher ausschließlich Homo sapiens und möglicherweise Neandertalern zuschrieb. Ein Wesen mit einem Gehirn von der Größe eines Gorillas hätte dann ein Totenritual praktiziert. Nicht alle Wissenschaftler sind überzeugt und die Debatte dauert an. Aber allein die Möglichkeit lässt uns darüber nachdenken, was Intelligenz wirklich bedeutet und ob wir sie vielleicht zu eng definiert haben. Denn wenn ein Wesen mit einem Gehirn, das weniger als halb so groß war wie unseres, Feuer benutzen, durch enge Höhlengänge navigieren und seine Toten an einem besonderen Ort ablegen konnte, dann stellt das unsere gesamte Vorstellung davon in Frage, was ein großes Gehirn für die menschliche Kultur bedeutet. Es ist, als ob die Natur uns damit sagen wollte, unterschätzt die anderen nicht. Intelligenz ist nicht nur eine Frage der Gehirngröße, sie ist eine Frage der Vernetzung, der Anpassung, der Fähigkeit, aus der Umwelt das Beste zu machen. Und Homo naledi, klein, leicht, mit einem Gehirn wie eine Orange, machte offenbar viel mehr aus seiner Umwelt, als irgendjemand erwartet hätte. In einer weiteren Kammer, der sogenannten Lesedi-Kammer, wurden Überreste von 3 weiteren Individuen gefunden, über 100 Meter von der ursprünglichen Fundstelle entfernt. Auch dort herrschte absolute Dunkelheit. Im Jahr 2023 berichtete Berger zudem von kreuzförmigen Ritzungen an einem Felspfeiler in der Nähe der Fundstelle, mögliche Gravuren, die, wenn sie bestätigt werden, die frühesten bekannten Felszeichnungen einer Nicht-Sapiens-Menschenart wären. Teil 4. Warum sie alle verschwanden und was von ihnen bleibt. Jetzt kommen wir zu der großen Frage. Der Frage, die über all diesen Geschichten schwebt wie ein Schatten. Warum sind sie alle verschwunden? Warum stehen wir Homo sapiens heute allein da? Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht genau, nicht für jede Art, nicht mit absoluter Sicherheit. Aber wir haben Hinweise, Puzzleteile, die zusammen ein Bild ergeben, das komplex und manchmal unbequem ist. Beginnen wir mit den Neandertalern, denn über ihr Verschwinden wissen wir am meisten. Die Neandertaler lebten über 350.000 Jahre in Europa und Westasien. Dann, vor etwa 45.000 Jahren, begann Homo sapiens aus Afrika nach Europa zu wandern. Innerhalb von nur 5.000 Jahren, einem Wimpernschlag in der Erdgeschichte, war kein einziger Neandertaler mehr übrig. Die Theorien darüber, was geschah, sind zahlreich. Eine der ältesten und einfachsten. Wir haben sie verdrängt. Homo sapiens war den Neandertalern in einigen entscheidenden Bereichen überlegen. Wir hatten komplexere Werkzeuge, darunter Fernwaffen wie Speerschleudern und möglicherweise bereits Pfeil und Bogen. Wir hatten Nähnadeln, mit denen wir eng anliegende Kleidung herstellen konnten, die in den Eiszeiten einen entscheidenden Vorteil bot. Wir hatten weitreichende Handelsnetzwerke, die es uns ermöglichten, Ressourcen über große Entfernungen auszutauschen und so Engpässe zu überbrücken. Die Neandertaler hatten nichts dergleichen. Aber vielleicht war der entscheidendste Unterschied nicht die Technologie, sondern die Demografie. Homo sapiens lebte in größeren Gruppen, mit komplexeren sozialen Strukturen, mit der Fähigkeit, Informationen über Generationen hinweg weiterzugeben und mit einer Bevölkerungsgröße, die die der Neandertaler um ein Vielfaches übertraf. Schätzungen zufolge gab es zu keinem Zeitpunkt mehr als etwa 70.000 Neandertaler gleichzeitig auf der Erde, verstreut über den riesigen Raum von Spanien bis Sibirien. Homo sapiens hingegen wuchs und wuchs. Als die beiden Arten aufeinander trafen, waren unsere Vorfahren zahlenmäßig einfach überlegen. Und in der Evolution ist Zahl oft wichtiger als Können. Dann ist da die Klimatheorie. Das Ende der Neandertaler fällt mit dem sogenannten Heinrich-Event 4 zusammen.
einer Phase extremer Klimaschwankungen, in der eisige Temperaturen weite Teile Europas unbewohnbar machten. Manche Forscher bringen auch einen gewaltigen Vulkanausbruch ins Spiel. Die kampanische Ignimbrит-Eruption, eine der größten vulkanischen Explosionen der letzten 100.000 Jahre, ereignete sich vor etwa 39.000 Jahren in der Nähe des heutigen Neapel in Italien und schleuderte etwa 200 Kubikkilometer Magma in die Atmosphäre. Die Aschewolke verdunkelte den Himmel über weiten Teilen Europas und hätte die Temperaturen weiter senken und die Vegetation auf großen Flächen zerstören können. Ob dieser Ausbruch allein ausreichte, um die Neandertaler auszulöschen, ist fraglich. Sie hatten schließlich schon frühere Kaltphasen und vulkanische Ereignisse überlebt. Aber er hätte eine bereits geschwächte Population weiter dezimieren können. Die Neandertaler waren zwar an die Kälte angepasst, aber sie waren auf die Jagd auf große Eiszeittiere spezialisiert. Als sich die Vegetation veränderte und diese Tiere seltener wurden, hatten die Neandertaler möglicherweise nicht die Flexibilität, ihre Ernährung umzustellen. Homo sapiens hingegen war ein Generalist. Wir aßen Fisch, Muscheln, Nüsse, Samen, Beeren, alles, was verfügbar war. Eine dritte Theorie, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, betrifft Krankheiten. Forscher der Stanford University schlugen 2019 ein Modell vor, in dem Homo sapiens tropische Krankheiten aus Afrika mitbrachte, gegen die die Neandertaler keine Immunität besaßen. Die Begegnung zwischen den beiden Arten hätte damit eine ähnliche Dynamik gehabt wie die Ankunft der Europäer in der neuen Welt, wo eingeschleppte Krankheiten die indigene Bevölkerung dezimierten. Und dann ist da die vielleicht poetischste aller Theorien, die genetische Absorption. Neandertaler und Homo sapiens kreuzten sich, das wissen wir aus der DNA. Die Nachkommen dieser Kreuzungen wuchsen in den größeren, vielfältigeren Gemeinschaften von Homo sapiens auf und trugen so Neandertaler-Gene in unseren Genpool. Gleichzeitig schrumpfte der ohnehin kleine Genpool der Neandertaler weiter. Eine Studie von 2024 zeigte, dass mindestens 2 genetisch unterschiedliche Neandertaler-Populationen nebeneinander existierten, ohne sich miteinander zu vermischen. Ein Neandertaler namens Thorin aus Südfrankreich lebte in einer Linie, die 50.000 Jahre lang keinen genetischen Austausch mit anderen Neandertaler-Gruppen hatte. Diese extreme soziale Isolation, diese Unfähigkeit oder Unwilligkeit, Netzwerke zu bilden, könnte ihr Verhängnis gewesen sein. Homo sapiens bildete dagegen sogenannte Paarungsnetzwerke, in denen selbst kleine Gemeinschaften Kontakt zu entfernten Gruppen hielten, um Inzucht zu vermeiden. Wir waren die vernetzteren, die sozialeren, die kommunikativeren Menschen. Und am Ende hat vielleicht genau das den Unterschied gemacht. Was ist mit den anderen? Homo erectus verschwand, wie wir gesehen haben, weil sich sein Lebensraum auf Java veränderte. Homo floresiensis ging vermutlich unter, als Homo sapiens vor etwa 50.000 Jahren die Region erreichte. Die Fossilien des Hobbits enden genau zu dem Zeitpunkt, als unsere Art in Südostasien auftaucht. Ein Zufall, möglicherweise, aber ein auffälliger. Über die Gründe für das Verschwinden von Homo luzonensis wissen wir fast nichts, denn wir haben zu wenige Fossilien, um eine Geschichte zu erzählen. Dasselbe gilt in gewissem Maße für die Denisova-Menschen, auch wenn genetische Daten darauf hindeuten, dass sie möglicherweise die letzten Nicht-Sapiens-Menschen auf der Erde waren. Sie könnten in abgelegenen Teilen Südostasiens noch gelebt haben, als die Neandertaler in Europa längst verschwunden waren. Und Homo naledi? Sein Schicksal ist ein Rätsel innerhalb eines Rätsels. Er lebte in Südafrika zur gleichen Zeit wie die frühesten Homo sapiens, mit einem winzigen Gehirn, aber einem offenbar reichen Verhaltensspektrum. Wie er verschwand und warum, darauf haben wir noch keine Antwort. Vielleicht war es eine Kombination aus Klimawandel und dem Auftauchen von Homo sapiens in der Region, vielleicht war es etwas ganz anderes.
Es ist möglich, dass Homo naledi einfach so wenige Individuen zählte, dass eine einzelne Dürre, eine Epidemie oder eine besonders harte Trockenzeit ausreichte, um die letzten Überlebenden auszulöschen. In der Evolutionsbiologie nennt man das den Allee-Effekt. Ab einer bestimmten Mindestgröße wird eine Population zu klein, um sich zu erholen, und jede weitere Störung treibt sie dem Untergang entgegen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der selten diskutiert wird, aber der erwähnt werden sollte. Die Frage, ob Homo sapiens andere Menschenarten aktiv getötet hat. Direkte Gewalt, organisierte Vertreibung, vielleicht sogar eine Art primitiver Krieg. Wir wissen, dass Gewalt in Jäger- und Sammlergesellschaften nicht ungewöhnlich war, besonders wenn es um Ressourcen ging. Der französische Paläontologe Marcellin Boule, der erste Mensch, der einen Neandertaler wissenschaftlich beschrieb, stellte bereits 1912 die These auf, dass die frühen modernen Menschen die Neandertaler gewaltsam verdrängt haben könnten. Fossilien von Neandertalern zeigen gelegentlich Verletzungen, die von Speerspitzen stammen könnten. Und die archäologische Aufzeichnung zeigt, dass dort, wo Homo sapiens auftauchte, die Werkzeugkulturen der Neandertaler innerhalb weniger Generationen verschwanden und durch die Kulturen unserer Art ersetzt wurden. Aber wir sollten vorsichtig sein, die Vergangenheit allzu menschlich zu interpretieren. Evolution ist selten eine Geschichte von Helden und Bösewichten. Sie ist eine Geschichte von Anpassung, von Zufall, von langsamen Veränderungen, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende summieren. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass nicht eine einzelne Ursache, sondern eine Kombination aus vielen Faktoren zum Verschwinden jeder einzelnen Menschenart beigetragen hat. Klimawandel, Ressourcenkonkurrenz, Krankheiten, genetische Isolation, Inzucht, vielleicht gelegentliche Gewalt. All das zusammen formte ein Netz von Umständen, dem die anderen Menschenarten am Ende nicht entkommen konnten. Was all diese Geschichten gemeinsam haben, ist ein Muster. In den letzten 100.000 Jahren begann Homo sapiens, sich über den gesamten Globus auszubreiten. Und überall, wo wir auftauchten, verschwanden die anderen Menschenarten innerhalb weniger 1000 Jahre. Es wäre bequem zu sagen, dass das Zufall war. Aber es wäre auch naiv. Die einfachste Erklärung ist oft die wahrscheinlichste. Wir waren besser darin, Ressourcen zu nutzen, uns an neue Umgebungen anzupassen und große, flexible Gemeinschaften zu bilden. Und in einer Welt mit begrenzten Ressourcen bedeutete unser Erfolg das Ende der anderen. Manchmal frage ich mich, wie es gewesen wäre, wenn die Dinge anders gelaufen wären. Wenn die Neandertaler nicht ausgestorben wären, sondern heute noch neben uns existierten. Städte voller Menschen, manche etwas kleiner und breiter gebaut, mit kräftigeren Kiefer und tieferen Stirnwülsten, die morgens zur Arbeit gehen und abends ihre Kinder ins Bett bringen. Oder wenn Homo floresiensis auf seiner Insel überlebt hätte, eine Gemeinschaft von Menschen, die kaum größer als ein Kind sind, aber mit Geschick und Mut in einer Welt voller Riesenechsen bestehen. Wie hätte sich unsere Geschichte verändert, wenn wir nie allein gewesen wären? Hätten wir mehr Empathie für andere Lebewesen entwickelt, wenn das Anderssein nicht an der Grenze zwischen Mensch und Tier aufgehört hätte, sondern mitten durch unsere eigene Gattung verlaufen wäre? Das sind natürlich Gedankenexperimente, keine Wissenschaft. Aber sie helfen uns, die Tragweite dessen zu verstehen, was passiert ist. Wir haben eine Welt geerbt, die einst von einer erstaunlichen Vielfalt menschlicher Lebensformen bewohnt war, und wir sind die einzigen, die übrig geblieben sind. Das ist ein Privileg, aber es ist auch eine Last. Aber, und das ist vielleicht das Tröstlichste an dieser ganzen Geschichte, sie sind nicht vollständig verschwunden. Nicht wirklich. Wenn du europäischer, asiatischer oder ozeanischer Abstammung bist, trägst du etwa 1–2% Neandertaler DNA in dir. Das klingt nach wenig, aber bei 8 Milliarden Menschen auf der Erde bedeutet es, dass es heute mehr Neandertaler DNA auf dem Planeten gibt als jemals zuvor,
während ihrer gesamten Existenz. Wie die Forscher Peter Kjærgaard, Mark Maslin und Trine Kjellberg-Nielsen es formuliert haben: Es gab noch nie mehr Neandertaler-DNA auf der Erde als jetzt. Melanesier tragen bis zu 6% Denisova-DNA. Tibeter haben ein Gen von den Denisova-Menschen geerbt, das ihnen hilft, in den dünnen Höhenlagen des Himalayas zu überleben. Unser Immunsystem wurde teilweise durch Gene geformt, die wir von den Neandertalern übernahmen. Bestimmte Varianten von Genen, die unser angeborenes Immunsystem stärken, stammen direkt von ihnen. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass unsere Schlafgewohnheiten, unser Biorhythmus, unsere Neigung, morgens oder abends aktiver zu sein, von Neandertaler- und Denisova-Genen beeinflusst werden. Aber das genetische Erbe ist nicht nur positiv. Einige Neandertaler-Gene, die wir geerbt haben, werden mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Erkrankungen in Verbindung gebracht. Depressionen, Allergien, Hauterkrankungen und, wie Studien während der Pandemie zeigten, möglicherweise sogar ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe bestimmter Atemwegsinfektionen. Die Gene, die den Neandertalern vor 50.000 Jahren in den Eissteppen Europas beim Überleben halfen, können in der modernen Welt manchmal mehr schaden als nützen. Es ist eine Erinnerung daran, dass Evolution kein Fortschritt ist, sondern Anpassung. Und dass eine Anpassung, die in einer Umgebung nützlich ist, in einer anderen zum Problem werden kann. Und dann gibt es noch etwas Bemerkenswertes. In den Genomen moderner Afrikaner wurden Spuren einer unbekannten archaischen Menschenart gefunden. Einer Art, die kein Neandertaler und kein Denisova-Mensch war. Im Jahr 2019 meldeten Forscher, die künstliche Intelligenz zur Genomanalyse einsetzten, den Nachweis dieser Geisterpopulation im Erbgut westafrikanischer Bevölkerungen. Wir wissen nicht, wer diese Menschen waren. Wir haben keine Fossilien, keine Werkzeuge, keinen einzigen Knochen. Nur ihren genetischen Schatten, der nach Hunderttausenden von Jahren noch immer in uns nachhallt. Es ist, als ob sie flüstern aus den Tiefen der Zeit und sagen: Wir waren auch hier. Vergesst uns nicht. Wir sind nicht einfach Homo sapiens. Wir sind ein Mosaik, ein Patchwork aus den Genen verschiedener Menschenarten, zusammengenäht über Hunderttausende von Jahren der Begegnung, der Kreuzung, der Vermischung. In jedem von uns schlummern die Echos der Neandertaler, der Denisova-Menschen und möglicherweise sogar noch unbekannter Menschenarten, deren DNA in unserem Erbgut gefunden, aber noch keiner bestimmten Art zugeordnet werden konnte. Und so ist die Geschichte, die wir heute Abend erzählt haben, keine Geschichte des Verlustes, nicht wirklich. Es ist eine Geschichte des Übergangs, des Wandels, des Weiterfließens von Leben und Erbe, selbst über den Tod einer ganzen Art hinaus. Die Neandertaler sind ausgestorben, ja, aber ein Teil von ihnen lebt weiter. In dir, in mir, in jedem Menschen, der heute auf diesem Planeten atmet. Vor etwa 40% des Neandertaler-Genoms sind inzwischen in den Genomen moderner Menschen wiederentdeckt worden. Nicht indem Forscher uralte Knochen analysierten, sondern indem sie das Erbgut lebender Menschen untersuchten und die Neandertaler-Fragmente wie Mosaiksteine zusammensetzten. Es ist, als hätten die Neandertaler sich aufgelöst, aber ihre Einzelteile in Millionen von Menschen weiterleben lassen. Ein unsichtbares Vermächtnis, das durch die Jahrhunderte und Jahrtausende weitergereicht wird, von Eltern an Kinder in einer ununterbrochenen Kette, die niemals reißt. Und dasselbe gilt für die Denisova-Menschen, für die unbekannte archaische Population in Afrika und vielleicht für Menschenarten, die wir noch nicht einmal entdeckt haben. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, werden diese uralten Gene ein weiteres Mal kopiert, ein weiteres Mal weitergegeben, ein weiteres Mal dem Vergessen entrissen. Stell dir noch einmal den Nachthimmel vor, unter dem wir zu Beginn lagen, die Sterne, die so kalt und still leuchten. Manche dieser Sterne sind längst erloschen,
Aber ihr Licht reist noch immer durch das All und erreicht uns Millionen von Jahre nach ihrem Tod. So ist es auch mit unseren ausgestorbenen Verwandten. Ihre Körper sind zu Staub zerfallen, ihre Werkzeuge liegen vergessen in Höhlen und Flussbetten. Aber ihr Licht, ihr genetisches Erbe, leuchtet weiter. In jedem von uns. Wir waren nie wirklich allein. Und in gewisser Weise sind wir es auch heute nicht. Es gibt da eine letzte Sache, über die wir nachdenken sollten, bevor wir einschlafen. Etwas, das selten gesagt wird, aber das vielleicht gesagt werden muss. Wir sind die letzte überlebende Menschenart auf der Erde. Die letzte in einer einst langen Reihe. Und wenn wir ehrlich sind, dann liegt darin nicht nur Stolz, sondern auch eine gewisse Verantwortung. Denn die Geschichte, die wir heute Abend erzählt haben, zeigt uns, dass selbst die erfolgreichsten Arten verschwinden können. Homo erectus überlebte fast 2 Millionen Jahre, 6-mal länger als wir bisher. Die Neandertaler überlebten über 350.000 Jahre in einem der härtesten Klimate der Erde. Und doch sind sie alle gegangen. Was macht uns so sicher, dass es uns nicht genauso ergehen wird? Nichts, wenn wir ehrlich sind. Die gleichen Kräfte, die unsere Verwandten auslöschten, Klimawandel, Umweltzerstörung, genetische Schwächen, die Unfähigkeit, sich anzupassen, wirken auch heute noch. Der Unterschied ist, dass wir als erste Menschenart in der Lage sind, diese Kräfte zu verstehen, zu messen und möglicherweise gegenzusteuern. Ob wir das tun werden, ist eine andere Frage. Aber genug der schweren Gedanken für heute Nacht. Das sind Fragen für den Tag, nicht für den Abend. Schlaf jetzt. Lass die Gedanken los. Lass sie treiben wie Blätter auf einem ruhigen Fluss. Stell dir vor, der Wind, der durch die Blätter weht, trägt die Stimmen all jener Menschen, die vor uns über diese Erde gingen. Die Neandertaler, die an ihren Feuerstellen in europäischen Höhlen saßen und den Himmel betrachteten. Die Denisova-Menschen, die in den eisigen Nächten des Altai-Gebirges ihren Kindern Geschichten erzählten, deren Worte wir nie hören werden. Die kleinen Menschen von Flores, die durch den tropischen Regenwald streiften und den Ruf der Komodo-Warane in der Ferne hörten. Homo naledi, der in der Dunkelheit einer südafrikanischen Höhle seine Toten zur letzten Ruhe bettete, eine Fackel in der Hand, und der vielleicht, nur vielleicht, dabei an etwas dachte, das größer war als er selbst. Sie alle sind in dir, in deinen Genen, in deiner Geschichte, in der langen Kette des Lebens, die dich mit ihnen verbindet. Du bist Teil einer Geschichte, die Millionen von Jahren zurückreicht und die noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Morgen ist ein neuer Tag, aber jetzt, in diesem Moment, ist alles gut. Gute Nacht. Und wenn dir diese Reise gefallen hat, freue ich mich, wenn du dem Kanal ein Abo dalässt und dem Video einen Daumen nach oben gibst. So kann ich weiter solche Geschichten für dich erzählen. Jeden Abend, zum Einschlafen. Bis bald bei Mondwort.